Hallo zusammen, herzlich willkommen zum neuen digitalen Raumplausch der exklusiven Gesprächsrunde über Architektur und Baukultur hier im Livestream beim Raumjournalisten. Und für alle, die mich persönlich noch nicht kennen, ich bin Thomas Geuder und ich bin Architekturfachjournalist und ich betreibe die Raumgalerie Architekturforum hier in Stuttgart im Schwaberländle. Und dort läuft momentan ja die Ausstellung Arabeske Landschaften von und mit dem international renommierten Landschaftsarchitekten Kamel Louafi, den wir jetzt auch gleich im Livestream haben werden. Ja, und wie ich sehe, muss ich doch mal schauen, ja, es sind ein paar Leute zugeschaltet. Wenn ihr möchtet, ja, der Ton ist da, ich habe es gerade gesehen, wenn ihr möchtet, schreibt doch einfach ein Hallo oder irgendwas in den Chat rechts neben dem Bild bei euch. Schreibt auch gerne rein, wo ihr seid, wer ihr seid und so weiter. Und ja, Zwischenkommentare sind natürlich ausdrücklich erlaubt. Ansonsten, ja, sagt auch Bescheid, wenn der Ton irgendwie nicht gut ist oder irgendwas nicht läuft. Wir können immer nicht alles auf einmal kontrollieren, was so gestreamt wird gerade. Vergesst bitte natürlich nicht, unten auf das Knöpfchen zu drücken, Daumen hoch. Und daneben dran, unten dran ist dann noch dieser Kanal Abonnieren-Button, da auch drauf drücken und die Glocke letztendlich, die daneben ist, die drückt ihr am besten auch gleich, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es neue Streams oder Videos von uns gibt. Ja, und links unten im Bild ist dann noch ein Button, der zu Ko-fi führt. Dort könnt ihr die Raumgalerie direkt unterstützen und da guckt mal, was passiert, wenn ihr da drauf klickt. Ja, letztendlich trägt jede Spende zum Erhalt dieser wundervollen und unabhängigen Architekturgalerie bei. So, jetzt möchte ich euch gerne erstmal ein wenig auf unser folgendes Gespräch einführen mit ein paar Impressionen vom Vernissageabend und von der Ausstellung selbst, untermalt mit passender Musik, wundervoller Musik und ich würde sagen, bis gleich und Film ab. So, jetzt hole ich dich mal rüber. Kamel, Ja, sag mal was. ja, hallo. Hallo Thomas. Sehr gut. Jetzt habe ich dich rübergeholt, sehr gut. Ja, Kamel, ich sehe auch, dein Ton funktioniert, das freut mich. ja, Herzlich willkommen, schön, dass wir zwei zusammengeschaltet sind. Du bist gerade in Berlin, ja, stimmt's? stimmt. Wo bist ich du bin denn in da Berlin. gerade? Ich bin am Viktoria-Luise-Platz praktisch. Andrea und ich praktisch, das ist unser zweites Wohnzimmer.
am Viktoria-Luise-Platz. Okay. Eine Wo ist der Platz? Sag mir das. Der Platz ist in Schöneberg und einer der schönsten Platz praktisch, einer der schönsten Plätze in Berlin sozusagen, 1900, Anfang 1900 entstanden. Und ich zeige dir ein bisschen, wie das aussieht. Das ist so ein Schmuckplatz, also praktisch eingerahmt von sehr vielen Wohnungen, so Bebauung, mit ganz vielen großen Flächen an Rasen und sehr viele Sommerpflanzungen und Eiben, die geschnitten sind. Praktisch sehr ornamental, diesen Platz, sowohl im Boden, in der Geometrie als auch in der Hecken. Das Schönste ist, da gibt es einen Café, einen zweiten Café, einen russischen Café, Ein russischer Café? ja, Potemkin und dann Montevideo. So ist das. Und wir essen sehr oft Pizza hier auf dem Rasen. Auf Ist dem noch Rasen? schöner. Ja, du siehst ja die Leute, die liegen da auf dem Rasen. Ne? Ja. Abend bringen sie ja ihre Picknickkorb und setzen sie sich da und trinken sie ihren Kaffee. Ja, Okay. ja. Und ich sehe schon, die Hecken, die sind irgendwie ganz besonders beschnitten, oder? Ja, dieser Platz hat auch eine kleine Geschichte. 2015 haben die sozusagen diese Sommerpflanzung abgeschafft. Und die haben irgendwie Mulch darauf getan. Und dann gab es irgendwie einen ganz großen Aufstand von der Bevölkerung und von der Einwohner, von der Gewerbetreibenden, haben die Geld gesammelt. War ich ein bisschen aktiv. Andrea war auch in einer Bürgerinitiative aktiv. Okay. Und am Ende haben die jetzt wieder die Sommerpflanzungen gelassen, sozusagen. Diese Anlage hat eine Form, ein Ei sozusagen. Und ganz am Anfang war praktisch jetzt eine Straße in der Mitte. Ja? Und da sieht man praktisch auf der rechten, auf der linken Seite sind Straßen sozusagen in einer Kreuzung. Aber praktisch man fährt drumherum. Aber die meisten Straßen sind hier beruhigt. Okay. So ist der Platz. Kannst du was über die Gestaltung dieses Platzes uns Ja, es ist ein sagen? Schmuckplatz. Es ist ein Schmuckplatz, Anfang 1900 praktisch eingeweiht. Also Ende 18. Jahrhundert so praktisch gemacht und Anfang 19. Jahrhundert praktisch eingeweiht. Es ist ein typischer Schmuckplatz, was eigentlich früher in der Zeit entstanden sind. Ja. Ja, sehr schön. So. Jetzt Und glaube ich, werde ich mich begehen im Café sozusagen, wenn du erlaubst. Und dann willst du einen Wein bestellen. Ich habe meinen auch schon hier stehen. Ja, um praktisch wirklich gemütlich sitzen zu können und praktisch sprechen zu können, weil das ist jetzt hier im Garten, will man auch den Leuten nicht stören. Und du siehst jetzt, ich werde dich filmen, dass du mich siehst, wo ich hinlaufe und wo ich hinfahre. Ja, Ja. dann kannst du ja sehen. Mensch, guck mal, so schön habt ihr es in Berlin. Ja, sehr schön. Also, Mel, schön. erzähl uns. Deine Ausstellung Arabeske Landschaften erzählt ja von diesem Umgang mit der Ornamentik in der Landschaftsarchitektur, die wir in Mitteleuropa ja bisher oder ja gar nicht so wirklich kennen, weil wir ja auch so geprägt sind von den englischen Gärten vielleicht, ne? Von dieser englischen Landschaftsarchitektur oder gar nicht geprägt, weiß nicht, vielleicht. Ne? Kannst du uns aber jetzt vielleicht zunächst mal erklären, die Ausstellung heißt ja Arabeske Landschaften. Vielleicht für alle, die es jetzt bisher noch nicht gehört haben, was sind denn Arabesken überhaupt? Was ist das für ein Begriff? Naja, ich glaube, man sollte ein bisschen das so von weit her holen, sozusagen. Warum Arabesken? Also ich persönlich, als ich mit meinem Beruf angefangen hatte, darüber nachzudenken und angefangen hatte zu entwerfen, war ich mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht,
weil das war die Phase der Reduktion sozusagen, die geherrscht hat in Deutschland. Also man ist praktisch an verschiedene Plätze gegangen und hat man nicht gesehen, dass irgendein Gartenarchitekt dort aktiv war. Und das hat mich ein bisschen so enttäuscht und das war einer der Gründe, warum ich angefangen habe, mich mit diesen Ornamentik oder mit diesen offensive Landschaftsarchitektur zu beschäftigen. Und warum Arabeske? Arabeske Landschaften ist im Grunde genommen für mich so der Versuch gewesen war, wie soll ich das auf Gärten rüberbringen und diese ganze Formen, die ganze Geometrien in der Arabesken, also in der islamischen Kunst, diese ganze Formen und geometrische Sprache. Ja, wo kommt diese Sprache, wo kommen diese Formen vor in dieser Kultur? Wo findet man die überall? In der Kleider zum Beispiel, in der Kaftan, ja? Ja. Oder in Fliesen, wenn du jetzt praktisch in ein Hammam gehst oder wenn du in einen Palast gehst oder wenn du in ein Museum gehst, da sind diese Formen total vorhanden sind. Die sind jetzt nicht allgemein gültig. Ja? Ich weiß nicht, ob dir ein Begriff ist, zum Beispiel der Sildig, dieser Stern praktisch, der sich entwickelt hat, in Marokko praktisch bis zu Libanon, bis Syrien. Das kommt von dieser Form der Arabesken. Also die Arabesken waren eigentlich danach in der Renaissance übernommen und praktisch zum Tanz übersetzt. Ja? Ja. Aber für mich waren die Broderien auch, und wenn du hörst Broderien, denkst du sofort auch an Stickerei sozusagen. Ja? Aber Broderien waren für mich auch diese Parkanlagen in Hannover zum Beispiel, Herrenhäusergärten, oder die Parkanlage in Versailles, die praktisch mit ihren Broderie und so weiter mich total irgendwie fasziniert. Und da wollte ich unbedingt diese zwei verschiedenen Elementen mischen, eine Fusion daraus machen und etwas zur Geltung zu bringen. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, einen Garten oder einen Platz zu bauen und dass man das nicht mehr sieht nach 2 Jahren, dass ein Gartenarchitekt da aktiv war. Ich habe das gemerkt, dass bei meinen Kollegen und so weiter diese Angst da war, offensiv zu sein. Ja. Diesen Begriff, weniger ist mehr, habe ich so oft gehört, dass ich gedacht habe, die spinnen, ja. Ja, klar, den hört man sehr oft hierzulande auf jeden Fall, ja. Ja, und dann was für mich auch wichtig war, ich kam nach Europa und dann habe ich gesehen, du kannst ja praktisch irgendein Frucht essen und dann praktisch den Kern werfen in der gesamten europäischen Gegend, ja, und dann wird ein Baum wachsen. Mhm. Also du befindest dich im Grunde genommen hier in Europa in einem riesengroßen Paradies. Ja. Also bei uns oder in Nordafrika, es ist anders. Also es ist Aridengebiet, Semi-Aridengebiet. Das heißt, wenn du einen ganz kleinen Garten hast, das ist umherum eine feindliche Gegend und so weiter. Mhm. Deswegen ist der Garten dort, hat er sofort eine Bedeutung als Paradies. Aber hier bist du in so einem großen Paradies, ja. Und für mich war eigentlich die Herausforderung, wie kann ich in diesem großen Paradies so einen kleinen Paradies entwickeln und gestalten, dass diese kleine Paradies eine Bedeutung hat. Ja. Und das war ganz klar, nur mit solcher Ornamentik, mit solcher Arabesken, mit solcher Sprache sozusagen. Ja. Du bist ja in Algerien geboren, für alle, die es nicht wissen. Das ist in Nordafrika zwischen Marokko und Libyen. Nein, Marokko und Algerien. Und Tunesien. Marokko und Tunesien. Ja, okay. Okay, und du bist erst, glaube ich, nach Frankreich gegangen, oder? Nein. Ich bin aus Algerien direkt hierher gekommen. Direkt nach Deutschland? Nach Deutschland. Ich war in Frankreich wegen der Fortbildung. Als ich in Algerien war, habe ich hin und her gependelt und so weiter. Aber ich bin aus Algerien nach Deutschland gekommen. Okay. Das heißt, das war es für dich eine Art, wie alt warst du da? Erstmal so umgefragt. Ja, muss man jetzt überlegen, ja. 52 geboren, dann 86, 28. Okay. Ja. Da ist man ja dann schon geprägt von dem Land, in dem man
aufgewachsen ist und seine Jugend und junge Erwachsenheit verbracht hat und dann kommst du nach Deutschland und das ist vermutlich völlig anders gewesen für dich, oder? Nein. Nein? Also, nein, das war nicht so, das war für mich nicht so ganz anders, weil äh, diese Renaissance-Architektur oder diese Barockarchitektur oder diese moderne Architektur, die gibt es auch in Algerien. Es ist nur ein bisschen anders. Mhm. Was für mich anders war, es ist nicht die Lebensform, die kannte ich ja. Es ist klar, in Algerien, es ist ja anders. Die Gesellschaft ist mehr oder weniger geschlossen. Hier ist die Gesellschaft offen. Aber was für mich total anders war, als ich im Studentenwohnheim lag, so praktisch im Winter 79, 80. Und die Fenster waren beschlagen mit Eis. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in dieser Zeit gab es minus 20 Grad. Sehr, Keine Ahnung. sehr lang. Da war ich noch recht klein. Ja. Ja. Und da habe ich echt gesagt, so, Kamel, ich glaube, du spinnst. Du kommst in so ein Land und du willst Landschaftsarchitektur studieren und du willst irgendwie was über Pflanzen lernen. Und du bist in so ein Land, wo praktisch jede Insekte wird sterben und jede Pflanze wird sterben. Ja? Ja. Aber 3 Monate später war alles gelb. Forsythien haben praktisch ihre Hörner gezeigt, so. Auf Verkehrsinsel, in den Vorgärten. Überall war gelb. Als ob irgendwie die Pflanze mit dir spricht und sagt, ich bin wieder da. Ich bin der Frühling, ich bin wieder da. Ja, und dann war für mich eigentlich eine sehr, sehr schöne Erlebnis, weil ab da habe ich verstanden, dass ich eigentlich in einem Land bin, wo ich die 4 Jahreszeiten voll erlebe. Und mein Gärten, und meine Gärten sind auch dann entsprechend auch so gestaltet werden, ja. Zum Beispiel im orientalischen Garten gibt es jedes Jahr wieder eine Fest im Frühling für einen Garten. Das sind die Erlebnisse, die mich irgendwie so beeindruckt hatten. Ja, das wär jetzt auch fast meine Frage gewesen, was dich jetzt geprägt hat in dieser Zeit. Also du hast auch natürlich ein bisschen was von Frankreich hast du ja doch kennengelernt, ne? Oder kann man sagen, Algerien hat auch was von der französischen Kultur? Keine Ahnung, ich kenne mich in dem Land nicht aus. Naja, ich bin 62 geboren, das heißt, als ich geboren war Algerien ein Departement. Also da waren wir Franzosen, also französische Schule, alles Mögliche. Ja? Also die französische Kultur hat mich schon eher beeinflusst als eine andere Kultur. Ja. Jetzt, wenn du erlaubst, wenn du erlaubst, werde ich jetzt für dich einen kleinen Pinot Grigio 01 und ein Mineralwasser. Machen wir mit oder ohne Sprudel? Mit Sprudel. Dann habe ich das, Thomas, Entschuldigung, muss ich das bestellen. Kein Problem. Man lebt ja nicht nur von Luft und Liebe allein. Ja. Okay. So. Aber was sehr, sehr, sehr faszinierend war, glaube ich, was mich fasziniert hat, das sind diese ganze große, weißt du, wie bei euch da im Süden, wenn man jetzt fährt von hier nach Baden-Württemberg und so weiter und man sieht diese ganze große Sonnenblumenfelder und so weiter. Ja. Ich kannte eigentlich, jetzt die roten Nelken und so weiter Felder bei uns oder so, aber diese Sonnenblumen und vor allem diese Situation, dass die Sonnenblumen praktisch sich dreht mit der Sonne und so weiter, das hat mich total fasziniert, ja. Also das ist etwas, was ich eigentlich vorher nie gekannt habe, ja. Oder diese Raps, diese ganze große Felder und so weiter, ja. Also das sind so Sachen, wo man so viel Sattgrün gesehen hat und gedacht hat, oh je, das ist wirklich Leben da. Ja. Nee, das ist, da sprichst du was an. Ich glaube, viele wissen hierzulande gar nicht, was sie eigentlich, was dieses Gefühl dieser Jahreszeiten auch, was das für eine Qualität ist eigentlich. Ne? Winter, Sommer, Herbst, Frühling und so weiter, ne? Dass wir das alles überhaupt spüren können. In anderen Ländern ist es einfach immer nur warm.
oder immer nur kalt oder irgendwas. Ne? Ich hab auch es abgelehnt, im Orient zu arbeiten, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo lebe, wo ich praktisch nur ein Jahreszeit erlebe. Ja? Ja. Weil wo ich geboren bin in Algerien, das ist 1040 Meter hoch, wir haben Schnee, wir haben die 4 Jahreszeiten, aber die sind kürzer. Also der Frühling ist sehr kurz, ja. Der Herbst ist auch sehr kurz. Der Winter ist ein bisschen länger, genauso wie der Sommer sozusagen. Ja? Ja. Aber die Platanen gibt es in der Stadt, wo ich wohne, so praktisch ein großer Haufen und so weiter. Ja. Aber hier in diesem Breitengrad erlebt man das sehr lange. Und das ist auch, also man sieht die Blätter wachsen. Ja, schön. Okay. Ja? Und verändern. Ja. Verena, meine liebe Frau und ich, wir waren ja mal zum Herbst, quasi zum goldenen Herbst in Japan und sind im Herbst entlang gereist, sozusagen von Norden nach Süden. Und das solltest du mal erleben auch. Ne? Das ist wirklich, wenn diese Ahornbäume dann die Blätter sich gold verfärben und ganze Wälder aus diesen Blättern irgendwie dunkelrot, irgendwie Gold blitzen, das ist schon toll. Das erleben wir auch in Neuweiler mit Andrea, weil sie mag unheimlich gern immer Abend die Sonnenuntergang zu sehen. Romantisch, ja, die Frau. Ja. Und die Felder praktisch direkt in der Nähe, wo sie wohnt und so weiter. Und das merkt man dort, das ist ein vollkommen anderes Licht und es ist eine andere Stimmung sozusagen, als wenn man jetzt hier außerhalb von Berlin rausgeht, in Brandenburg. Es ist auch schön, aber es ist vollkommen anders. Ja. Apropos Andrea, die hat reingeschrieben in den Chat, schön euch zu sehen und zu hören. Das freut uns auch. Ja. Und Marion Baldig hat geschrieben, ich kann mich an den kalten Winter gut erinnern, den du vorhin angesprochen hast. Ja. Okay, offensichtlich ein geprägendes Erlebnis. Ja, das war wirklich minus 20 Grad und wochenlang, ja. Entschuldigung, ja, der eine oder andere hat deine Arbeiten vielleicht schon gesehen, ohne zu wissen, dass es deine Arbeiten vielleicht auch waren. Viele waren auf der Weltausstellung 2000 in Hannover oder in den Gärten der Welt in Berlin und haben da den orientalischen Garten gesehen, den du ja komplett gestaltet hast, meine ich, auch inklusive Architektur. Ne? Ja. Wie entstehen solche Projekte oder sind solche Projekte entstanden und wie gehst du ran dann an so eine Entwurfsaufgabe? Mit was kommen die Leute auf dich zu und fragen dich letztendlich? Na, kommt keiner auf dich zu. Du musst am Wettbewerb dich beteiligen. Ja, okay. Du musst dich entscheiden, sozusagen, ich will ein Projekt machen oder das war ja mein Beruf, mein letztes Buch, was ich jetzt veröffentlicht habe, Choreografie der Landschaft, ist die Hälfte sozusagen, die Hälfte Realisation und die Hälfte, und da habe ich nur eine kleine Auswahl von Wettbewerben, wo ich überhaupt keinen Preis gemacht habe oder beziehungsweise das war nicht realisiert. So, ich gucke mal nur den Rauch. Ist das für mich ein Rauch? Wenn Sie wollen, können Sie auch dann. Das ist besten Sie nerven. Ja, dann können Sie mir eine geben. Ja. Und hast du deine Getränke schon bekommen? Ja. Gerade. Okay. Steht schon vor dir? Das steht ja hier vor mir, ja. Ja, also dann zum Wohl. Ja. Also auch auf die zuhören, ja. Ja. Und aber ich sehe dich hier nicht, hm? Ja, ich musste die Kamera bei dir. Jetzt hast du dein Bild weggemacht gerade. Okay, jetzt bist du wieder. Bist du wieder da, ja? Okay. Wegen der Technik musste ich mein Bild bei dir wegmachen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Im Stream sieht man uns beide. Ja, das ist in Ordnung. Ja, nee, da musst du schon irgendwie und von diesem Buch, dann sieht man, habe ich glaube ich 100, glaube ich, oder 90 Wettbewerbe, wo ich vielleicht nur einen Preis gemacht habe, aber nicht zur Realisierung kommt, um zu zeigen, wirklich, dass Landschaftsarchitekten, unheimlich viel arbeiten, auch kostenlos. Ja? Umsonst, sozusagen. Okay, von was leben die dann? Ja, da musst du vielleicht ein oder anderen Projekt schon gewonnen hat. Bei mir war das so, dass ich praktisch eine gute Trefferquote hatte. Ich hatte praktisch
alle 2 Jahre oder jedes Jahr ein Projekt und dann könnte ich ja praktisch wirklich viele Wettbewerbe parallel machen. Und wenn ich die nicht gewonnen habe, könnte ich meine Mitarbeiter, mein Büro, könnte ich meine Tätigkeit auch finanzieren, auch mit dem Honorar der anderen Projekten. Aber du hast ja, deine Frage ist ja viel tiefer und es geht darum, wenn du jetzt einen Entwurf machst, wie arbeitest du jetzt damit, ja? Oder wie gehst du daran? Genau. Ich muss dir zugestehen, dass die erste Skizze, das ist immer für mich intuitiv. Also die erste Skizze, die ich mache, ich habe immer in meinem Büro, wollte ich immer keinen Partner haben. Ich wollte immer so selber die Entwurf machen. Ich wollte nicht irgendwie einen Entwurf von jemand anders haben und dann praktisch realisieren. Ja. Und ich gehe immer intuitiv daran, mit Skizzenpapier, mit dem Bleistift und arbeite ich irgendwie im Raum. Und dann stelle ich mich vor, sozusagen, als ob ich ja ein 3D-Gerät, der praktisch läuft über das Gelände und guckt, wie das aussieht und so weiter. Ja. Da sind so bei mir unheimlich viele Schichten, die da entstehen in einem Raum und so weiter. Klar, du machst dir Gedanken, das macht jeder Architekt, jeder Landschaftsarchitekt im Zusammenhang mit dem Ort. Was gibt er für Geschichten? Sind die sichtbar, sind sie nicht sichtbar? Übrigens, die unsichtbaren Geschichten habe ich ja mit Liebeskind kennengelernt. Das erste Mal in meinem Leben. Als er das Jüdisches Museum gemacht hat und hat er angefangen, uns zu erzählen über unsichtbare Geschichten. Das hatte ich nicht in der Uni gelernt. Ja? Das habe ich auch meinen Studenten beigebracht, aber ich persönlich habe ich das dort nicht kennengelernt. Ja, und dann fangst du an mit der Geschichte, mit dem Ort, die Blickfelder und so weiter. Und machst du irgendwie deine Skizzen, skizzierst du und dann gehst du spazieren sozusagen mit deinem Bleistift auf dem Gelände, als ob du ja ein Kamera bist, ja. Ja. Und dann zeichnest du alles. Im Grunde genommen machst du das. Normalerweise, die erste Skizze ist die schönste. Aber am Ende guckst du dir das an. Ja, wenn das dir nicht gefällt, zerreißt du das und fangst du wieder neu an. Ja? Das ist ein bisschen das Los. Der arme Landschaftsarchitekt und Architekt, die praktisch immer so unzufrieden sind und immer das Beste daraus holen wollen. Idealist sind wir doch alle, oder? Ja. Irgendwie. Ja. Ich auch. Ja. Ja. Ja, gut. Du hast einen ganz guten Überblick darüber, was jetzt orientalisch, wenn ich jetzt mal so pauschal sagen darf, an deiner Arbeit ist, was jetzt vielleicht europäisch ist. Kann man denn überhaupt behaupten, dass es sowas wie eine deutsche Landschaftsarchitektur gibt? Doch, das kann man schon. Ja? Also, ja. Beschreib mal. Ich beschreibe das nicht. Ich sage zum Beispiel, Migge, einer der ersten, glaube ich, Landschaftsarchitekten, und geht weiter über Kinas, Dieter Kinas, Linné, Professor Leidl. Ich war mit Professor Leidl und mit Kinas auch befreundet. Aber wenn du guckst, was Linné geschaffen hat, diese Kulturlandschaft, die ist nirgendwo so klar und so klar für die Menschen und für diesen Panoramabilder. Da brauchst du nur nach Sanssouci zu gehen und wenn du das siehst, dann merkst du, das ist diese Kulturlandschaft. Ja. Der Kinas war eine der die ersten Geometrien überhaupt für mich in der Landschaftsarchitektur gebracht hat. Ja. Er hat meine Arbeit am Anfang nicht gemocht. Wir sind ja befreundet danach gewesen. Aber ich habe immer geguckt, was er macht, ja. Und ich habe geschaut, wie er das zeichnet und so weiter. Und das hat mich total fasziniert. Ja? Ja. Also Professor Leudl war eine der wesentliche, glaube ich, Erste, die uns beigebracht hatten, wie funktionieren Wege, welche Bedeutung die haben im Zusammenhang mit der Topographie oder welche Materialien man verwendet. Wie kann man Bäume sozusagen, ohne die zu beschädigen, dass sie langsam wachsen, über Gabionen und so weiter. Es gibt ja, es gibt der Tiergarten, es gibt die Volksparke, es gibt dieser ganze Schmuckplatz wie hier. Klar, es gibt auch einen Einfluss aus der englischen Landschaftsarchitektur. Ja.
Und es gibt diese ganze moderne, ja, Landschaftsarchitektur, die jetzt in den Jahren entstanden ist. Ja. Wenn man jetzt in Hamburg geht und sieht man, was die Italiener machen oder Italienerinnen machen, klar, es ist keine deutsche Landschaftsarchitektur. Das ist etwas, was eigentlich aus dem Mittelmeerraum kommt. Ja? Ja. Aber es gibt andere Projekte wie von RMP Lenzen praktisch, was er in der Buga gemacht hat in Koblenz oder bei Topotec irgendwie mit dem Schloss, mit dem Achsen und so weiter. Das ist auch etwas, wo man das mit Deutschland auch assoziieren kann. Ja? Ja. Genauso wie man sagt, irgendwie Parc de la Villette oder Parc Citroën, das ist eine französische Landschaftsarchitektur. Aber man redet nicht über, was Simon gemacht hat, also diese ganze spontane Vegetation und der Schutz der Wildnis und so weiter. Ja? Ja. Ja. Ja, vielleicht zwischendurch, während du ein Schlückchen Wein genau trinken darfst. Wir werden ja auch diesmal wieder versuchen, unseren Zuschauern die Gelegenheit zu geben, sich ins Gespräch einzuklinken. Wenn sie können. Wenn sie können und wenn sie sich trauen. Also das geht natürlich einerseits über die Chat-Funktion auf YouTube. Da kann man dann Fragen stellen oder auch einen Kommentar reinschreiben. Ich lese es dann vor. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich direkt ins Gespräch persönlich einzuloggen und dann da eine Frage selbst zu stellen. Das geht einerseits über Skype. Ich schreibe mal in die Kommentare rein, nach welchem Namen man da suchen muss, TH Geuder. Oder das geht über ein Telefon. Das Telefon kann ich rein theoretisch auch dazu schalten. Das ist die 0711 508 76979. Habe ich auch mal in den Chat reingeschrieben. Und wer anruft, da nehme ich dann erstmal ab und sage dann aber erstmal nicht viel, weil wir vielleicht noch im Gespräch sind, Kamel und ich. Und dann sage ich Bescheid, wenn der oder diejenige dran ist. Mal sehen, ob es klingelt, ob sich jemand traut oder ob jemand im Chat eine Frage hat. Ja. So, Kamel. Jetzt, ja. Du hast ja mir gesagt, du widmest dich jetzt eigentlich nur noch den schönen Dingen im Leben. Widmen, ja. Ja. Genau. Ne? Und das heißt, du machst irgendwie, was hast du gesagt, Jury-Sitzungen und Ausstellungen und solche Dinge und so weiter. Ne? Und letztendlich aber natürlich, dein Beruf lässt dich natürlich nicht los. Ne? Das heißt, du machst dir permanent vermutlich Gedanken darüber, was Landschaftsarchitektur ist heutzutage und wie es der überhaupt geht. Kannst du da irgendwie was dazu sagen, was du über Landschaftsarchitektur heutzutage denkst, was sie für einen Stellenwert hat und so weiter? Ja, das kann ich, vor allem was sehr wichtig ist und im Zusammenhang auch mit der Ausstellung. Die Ausstellung war eigentlich ein Wunsch von mir, schon als ich noch aktiv war, meine Ideen oder worüber ich darüber nachgedacht habe und so weiter anders zu artikulieren, aber nicht irgendwie als große Pläne und so weiter, aber mit einer Installation, was eigentlich das sichtbar macht, wie ich das gemeint habe mit dem Arabesken, mit der offensiven Landschaftsarchitektur, mit diesen skulpturalen Elemente und so weiter. Ja? Ja. Das ist so etwas, was mich fasziniert hat. Ich muss die Wespe nur ganz kurz. Ja. Es tut mir leid, aber wir haben so schöne Wespen hier in Berlin jetzt. Ah, okay. Bist du angefallen worden? Nee, die wollten meinen Wein haben. Das geht natürlich nicht. Nein, das geht nicht. Ja, alles andere ist okay, aber das geht nicht. Ja. Und deswegen habe ich ja diese Form der Expression sozusagen herausgesucht. Und es hat auch einen Sinn bei mir gehabt, dass wenn ich das entwickle, dann muss das zu einer Wanderausstellung werden, dass das etwas irgendwie überall stattfinden kann, in anderen Formen und so weiter.
du hast das gesehen, dass ich ja praktisch diese Form der Darstellung jetzt angepasst ist an deine Galerie, aber die kann auch woanders in eine vollkommen andere Location auch stattfinden. Und immer wieder mit diesem Thema der Arabeske, der Formen und der Fluss, die Geschichte erzählen. Ja? Alles fließt, hast du auch reingeschrieben. Ja, in der Ausstellung. weil das ist etwas, was mich auch fasziniert hat, glaube ich. Und ich habe diesen Manifest so entwickelt und da habe ich diesen Glück gehabt, auch in der Weltausstellung dieses Manifest entwickeln zu können, ja. Das imaginär artikulieren sozusagen. Man hat auch nicht immer die Chance oder die Möglichkeit zu artikulieren, zu zeichnen, zu bauen, zu realisieren, was man sich ausgedacht hat. Ja. Ich muss mich echt glücklich schätzen, dass ich ganz, ganz wenig Kompromiss gemacht habe. Ja. Dass ich immer meine Idee realisiert habe, wie ich wollte. Ja? Ja. Und wie ich mir das gedacht habe. Aber und das Schönste dabei ist, alles, was ich realisiert habe, war 99% oder sah 99% aus wie gezeichnet. Ja. Und das ist diese Qualität, was mich auch fasziniert hat selber, weil ich habe am Anfang daran nicht geglaubt. Ich habe immer gesagt, unser Beruf ist voll mit Konflikt, Auseinandersetzungen und so weiter. Ich hatte dieses Glück, dass 90% meiner Arbeiten waren Wettbewerbe. Das heißt, ich hatte immer diese Möglichkeit zu verstehen, zu geben, dass ich habe die Urheberrechte und ich möchte nicht irgendwas verändert haben. Aber wenn das um die Sache geht, wie in Hannover, wo Herr Schmalstieg damals nach der Weltausstellung mich gefragt hat, ob ich irgendwas zulasse, da habe ich ihm die Urheberrecht sozusagen übertragen, sozusagen, ja. Kostenlos, ja. Da war total irgendwie, er war schockiert, dass ich einfach, er hat diktiert über das Telefon sozusagen, hiermit übertrage ich die Urheberrecht komplett zu der Stadt Hannover, zur Veränderung am Schwarzen Garten und so weiter. Und dann habe ich das geschrieben, habe ich ihm gesagt, Herr Schmalstieg, es kann sein, dass ich da oder da einen grammatikalischen Fehler habe, dann müssen Sie korrigieren. Und dann habe ich das unterschrieben und im Faxgerät reingetan und ihm geschickt. Ja? Als ich ihn getroffen, viel später, sagt er mir, Herr Luafi, Sie sind der Erste, der sowas macht. Ich fand das schade, weil im Grunde genommen, ich habe immer auf mein Urheberrecht bestanden, aber dass andere sich nicht einmischen und das verändern. Aber wenn das irgendwie für das Wohl der Stadt, für das Wohl der Gemeinde eine Änderung stattfinden sollte, war ich offen. Und bin ich bis heute offen auch. Ja? Also das ist auch das, was ganz wichtig, glaube ich, in unserem Beruf sozusagen. Und um zurückzukommen auf deine Frage, klar, ich schreibe auch Artikel, ich schreibe auch Stellungnahme, ich schreibe auch Bücher. Ich werde nie aufhören, Bücher zu schreiben. Ich habe ja, glaube ich, 12 Bücher geschrieben bis heute in der Landschaftsarchitektur. Ja? Ich werde nicht aufhören und ich werde auch Projekte machen, die praktisch mir Spaß machen. Ja? Ja. Also für mich war auch ganz klar, dass ich irgendwann, wenn irgendwie der Versorgungswerk mit seiner Pension praktisch mir erlaubt, weiter gut zu leben und nicht zu arbeiten, dass ich das tue. Ja. Und das tue ich auch. Na klar. Gut, und letztendlich, was in 200 Jahren mit deinen Gärten passiert, werden wir nicht erfahren. Nein, das ist ja. Ja, wir können nur hoffen, dass die... Und dass ich andere Projekte mache, mache ich auch. Zurzeit überlege ich auch mit Andrea und anderen, entwickeln wir ein Projekt. Ich kann das noch nicht sagen, was das für ein Projekt ist. Ich kann das nur sagen, das ist eine Installation, so, die reist von A zu B sozusagen in verschiedenen europäischen Städten und vielleicht auch in Amerika, vielleicht auch in Afrika. Und diese Installation hat viel damit zu tun, über das Thema so der Kolonien, der Restitution, das, was uns alle beschäftigt. Ja. Und um die Pandemie. Pandemie ist auch eine Ursache für unser Bedürfnis, zusammen zu sein, zusammen zu feiern.
Wir werden sehen, ob das Ding irgendwie auf die Beine kommt und ob das realisiert wird. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst, aber ich verrate auch nichts. Ja. Ja gut, da wären wir ja schon bei den Dingen, die du momentan machst und für die Zukunft planst. Du bist ja auch Teil von AEDES, oder warst es zumindest? Ne? Ja, ich war bis vor kurzem auch Kurator für AEDES, ja. Aber Ja. als jetzt AEDES Campus geworden ist, nicht mehr. Und bei AEDES gibt es auch einen Garten, der von dir stammt. Ne? Ja, also der Spaliergarten ist im Grunde genommen, die Klassen sind immer draußen. Ja. Weiß das jetzt jeder, welcher das ist? AEDES ist das in der Pfefferberg, im Pfefferberg sozusagen. Und im Pfefferberg gibt es jetzt AEDES Campus. Und dort gibt es Ausstellungen und gibt es irgendwie so Studententreffen und so weiter mit Workshop und so. Vorgestern hat AEDES 40 Jahre gefeiert. Ich war auch dabei. Wir klatschen einmal. Ja, das war echt so klasse. Und 40 Jahre Wahnsinn. Ja, Christine Feireis hat eigentlich sie hat am Anfang alleine, aber danach mit Hans-Jürgen Comorel, sie hat wirklich die Architektur sozusagen und Landschaftsarchitektur später salonfähig gemacht. Sie hat mit dieser Galerie sozusagen die Möglichkeit gehabt und sie hat das genutzt, dass alle illustre Architekten da waren. Ja? Ob Adao Tando oder Vasconi oder Gehry oder Liebeskind oder Kuri oder Kameluafi. Wer ist das? Ich habe ja bei denen immerhin 4 Ausstellungen gemacht, ja? Ja, so. Ja, siehst du? Ja, aber sie haben immer diese Treffen der Debatte, der Diskussion, der Auseinandersetzung und vor allem, dass man auch von der anderen lernt. Für mich war die Galerie AEDES, ein Besuch immer der Galerie AEDES, ein Lerneffekt. Ich kam immer wieder nach Hause mit neuen Ideen. Ich kam immer wieder mit neuen Impulsen für meine Entwürfe. Das war wirklich faszinierend. Ja, das ist auch eine Leistung. Die haben jetzt einen riesen Katalog auch herausgebracht, sozusagen bei Buchsarchitektur und so. Wahnsinn, wenn man das alles sieht, wie das stattgefunden hat, wie die Menschen sich verändert hatten. Ja. Wir sind alt geworden auch, aber wie das alles so schön war. Und man muss sagen, so an Christine Feireis und Hans-Jürgen Comorel und das Team auch, Hut ab. Ja? Ich habe auch meinen Hut abgezogen gerade. Ja. Kamel, wir haben da so ein paar Kommentare. Der Florian Stocker hat Panterei reingetippt. Was will er uns damit sagen? Weißt du das? Ja, das weiß ich. Panterei kommt ja von Heraklit. Alles fließt. Alles fließt, okay. Ja, du wäschst dich, das ist so diese Mythologie, so diese griechische Mythologie, alles fließt, du wäschst dich mit dem gleichen Wasser nicht zweimal. Und das war das Thema von meinem Wettbewerb und von der Realisierung in der Expo 2000. Panterei, alles fließt. Da war Gärten im Wandel praktisch, den ich da entwickelt und das ist ja von geschnitten zum Freien, von dunkel zum hellen, von geometrisch zum Freien. So haben wir jetzt das interpretiert, ja. Ja. Und dann Florian, Panterei grüßt zurück. Ja, das hätten wir in der Ausstellung auch dazu schreiben sollen eigentlich. Ne? Da steht ja jetzt nur, alles fließt und auf Französisch stand tout cool. Ja, wenn jemand bei Google tippt, alles fließt, da kommt das sofort, Heraklit. Okay, sehr gut. Und meine liebe Frau Verena hat auch noch eine Frage gestellt. Guck mal, lieber Kamel, schreibt sie, welcher Garten, welche Landschaft hat dich in besonderem Maße berührt und dich für deine Arbeit inspiriert? Also für meine Arbeit haben mich alle Landschaften inspiriert, die ich irgendwo gesehen habe, entweder live oder im Film. Live bin ich ja gefahren von Berlin bis Lomé, Togo, über Algerien, über der Sahara, über Afrika, mit 3 Bekannten, 3 Studenten, mit Moteur XT und Peugeot 504.
Es war für mich ein sehr riesengroßes Abenteuer, aber dann habe ich ja kennengelernt alle möglichen Landschaften. Aber wenn du für Verena würde ich sagen, es gibt eine Landschaft, was mich eigentlich immer fasziniert. Das ist der Sahara. Was? Sahara? Sahara, die Wüste. Ja. Die Sandwüste. Nicht alle Wüste, aber die Sandwüste. Ja. Wenn du auf einer Düne stehst, dann merkst du, wie du zerbrechlich bist. Oh ja. Und du merkst, wie Und diese klein. Düne zerbrechlich ist und du merkst, wie du klein bist. Aber dann merkst du, wie das so schön ist. Ja. Verena, ich sage, wir alle ab in die Wüste. Andrea möchte gerne nach Timimun. Ah, okay, da kommen wir mit. Ja. Ja. Verena fragt auch noch im Anschluss, ob es denn vielleicht auch einen besonderen Moment gab, der dich beeinflusst hat. Nein. Im Moment ganze Leben. nein. Ja. Das ganze Leben. Nein, das würde ich jetzt lügen, wenn ich irgendwas sage. Also nein. Ja. Okay. Jetzt gucke ich mal. Und ob's dann noch auch ein paar- Verena. Ich gucke mal, ob es noch Fragen gibt, ob irgendjemand was schreibt. Die Heike Rittler sendet nur ein paar schöne Sonnenblumen. Die 3 Stück insgesamt. Ich gebe dir 2 und nehme eine. Okay, ich hoffe, dass sie sich drehen mit der Sonne. Ja. Achso, da oben schickt sie auch noch ein paar Rosen und Bäumchen und Blümchen. Sehr schön. Ja, Kamel. Also ich persönlich habe jetzt keine Fragen mehr. Was möchtest du sagen noch für unsere Zuschauer? Besucht ja die Ausstellung. Ja, das wäre auch noch von mir gekommen, ja. Ja. Du bist ja gerade in Berlin. Wie geht's dem Akku von deinem Handy? Also ich weiß nicht, ob ich das so mache. Ich kann das nicht sehen jetzt. Ja, okay. Ja. Naja, Aber es noch scheint bist du da. irgendwie. Ja, noch bin ich da, ja. Du hast ein schönes Bild mit den Bäumen im Hintergrund, hast du gut gewählt. Ja, das ist der Platz hinter mir sozusagen. Ne? Das ist die ganze Familie, wenn sie uns besuchen. Ja, wir haben vor einigen Jahren direkt hier an der Ecke gewohnt. Wir sind jetzt um die Ecke, aber trotzdem diesen Platz kommen wir sehr oft hier draußen. Ja, ist ja gleich bei euch. Ja, ne? ja. Ja, schön. Sehr schön. Ja gut, Kamel, wenn du nichts mehr sagen möchtest, dann würde ich sagen, vielen Dank, Kamel, dass du dich für uns draußen auf den Platz begeben hast und uns ein bisschen gezeigt hast, wo du wohnst. Ich hatte gedacht, als Gartenarchitekt muss man irgendwie in einen Garten, in einen Platz Ja, rausgehen. Ja. sehr gut. Hast du dir gut ausgedacht. Ja. So, wir sind jetzt, wie lange hier schon online? Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber egal. Und ansonsten, die Ausstellung läuft noch bis 10. Oktober. Die Galerie wird zwischendurch Anfang September die ersten 2 Wochen Ferien machen und es wird aber so sein, dass ich glaube, Kamel, du bist auch mal da und machst auch mal die Türen auf. Wir werden das dann noch gesondert kommunizieren, wann das ist, ne? Wann man dich da auch treffen kann. Ja. Und bei dir raucht es ganz schön. Was ist da los? Ja, die haben jetzt wegen der Wespen praktisch, wenn sie so viel nerven, da kann ich dir das zeigen, was das ist. Ja, das ist Kaffee. Ja. Ja. Das ist jetzt Kaffee. Ja. Aha. Angebrannt. Ja. Aha. Und dann ist das, es nervt keiner. Also das sind keine Wespen jetzt. Also Das man hilft. kann, Aha. man kann wirklich jetzt hier Mittag ohne sowas nicht essen. Ja. Weil da sind so die Wespen da. Sie nerven mich nicht, weil vor einigen Jahren haben wir uns alle beschwert, da gibt es keine Wespen. Jetzt sind sie wieder da. Ja, Ja, klar. ja. Die sind ja auch wichtig am Ende, Ja. obwohl sie uns Menschen nerven. Übrigens, deine Galerie wird jetzt sehr oft besucht. Durch meine Facebook in Algerien auch Aktivitäten. Ja, Schön. ja, aber die wollten alle sich nicht einschalten. Sie sagen, das ist auf Deutsch. Was sollen wir? Wir verstehen nichts. Ja, klar. Dann sollen sie halt Deutsch lernen schnell. Okay. Ja. Also, wie gesagt, die Ausstellung läuft noch bis 10. Oktober und die Bücher, von denen wir vorhin gesprochen haben,
Die gibt es dann auch hier zu kaufen. Es sind ein paar ganz, ganz schöne Werke dabei. Das sollte man sich nicht ergehen lassen. Ja, und natürlich nicht vergessen, unten Daumen nach oben drücken, Kanal abonnieren, Glocke läuten und das Engagement der Raumgalerie auf Ko-fi unterstützen. Vielen Dank dafür schon einmal. Ja. Und Kamel, ich freue mich, wenn du mal wieder da bist, und wir zwei freuen uns über noch weitere Kommentare, die man auch nach unserem Stream natürlich jederzeit an diesem Video reinschreiben kann. Und ja, ansonsten. Und machen wir ein Finissage? Wir machen sowas Ähnliches, machen wir bestimmt, oder? Ja, am Wir treffen 10. uns nochmal alle. Ja? Nee, ich Genau. meine so am 10., oder? Ist das ein Samstag? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist ein Samstag? Dann machen wir was. Ich kann jetzt mein Handy nicht. Wir machen was und wir werden dann eine Mailing schreiben und Ja, dann nochmal allen Bescheid geben, ne? Damit man auch weiß, wann man dich mal so schön live nochmal sehen kann, wenn auch mit Abstand. ja. Aber ja, also wir machen das auf jeden Fall, ja. Ja, natürlich, klar. Ja. Gut, Kamel, Danke, ich sage, danke, lieber Thomas. An alle anderen Zuschauer. Dankeschön. Danke auch. Ich proste dir nochmal zu. Ja, also ich auch jetzt mit meinem kleinen Wein. Ja. Zum Wohl. Zum Lass Wohl. es dir noch gut gehen und ja, ich wünsche euch allen, die jetzt zugeschaut haben, ich gucke nochmal, ob irgendein Kommentar kam. Anne Schubert schreibt, danke, werde mir die Ausstellung nicht entgehen lassen. Das freut mich und ich freue mich auf dich, Anne. Und ja, wir sehen uns hier live. Kamel wird auch live da sein und ich würde sagen, schönen Abend euch allen und nicht vergessen, bleibt vielfältig und gesund. Und Kamel, dir nochmal Cheers und vielen Dank. Bis bald. Cheers. Und ich lasse jetzt nochmal das kleine Filmchen laufen im Stream, damit alle, die den am Anfang verpasst haben, jetzt nochmal ein paar Impressionen von Ausstellung und vergangener Vernissage bekommen. Bis gleich dann, Kamel. Ja, ciao. Ciao.